Servus. Ich habe spontan beschlossen, ein Video aufzunehmen, und zwar zum Thema, wie man reagieren soll, wenn man in einem anderen Land ist und man sagt etwas in der Landessprache und der andere ungefragt auf Englisch reagiert. Das ist ein Phänomen, die sehr oft vorkommt. Ich glaube, fast jeder, der eine andere Sprache lernt, wird irgendwann damit konfrontiert, dass ein Einheimischer nicht wenn man ihn oder sie in der Landessprache anspricht, dass der andere auf Englisch reagiert. Und es wird nicht sehr oft darüber geredet. Es wird manchmal darüber geklagt. Aber es lohnt sich, dieses Thema zu besprechen, meiner Meinung nach, denn es ist auch mit zwei anderen Themen eng verbunden, nämlich was die Rolle von Englisch in der Welt ist und warum Englisch nicht wie andere Sprachen ist. Und außerdem, es zeigt, dass die Einstellung von Menschen zu Sprachen ähm, nicht immer ähm, die Tatsache berücksichtigt, dass Sprachen nicht nur zum Austausch von Informationen dienen, sondern auch ein Mittel sein, um Brücke zwischen Menschen aufzubauen, dass eigentlich Sprachen auch eine Rolle beim Aufbau von Beziehungen zwischen Menschen spielen, und dass man eigentlich durch ungeschicktes Verwenden von der englischen Sprache eigentlich eine Mauer mit anderen Menschen nicht nur eine Brücke, sondern eine Mauer aufbauen kann. Okay. Warum ist es ärgerlich, nicht unbedingt ärgerlich, aber was stört einen daran, wenn man eine Antwort auf Englisch bekommt? Es gibt drei Möglichkeiten. Man kann solche Leute in drei Gruppen unterteilen, grob gesagt. In der ersten Gruppe gibt es Leute, die die englische Sprache lieben und gerne selbst Englisch sprechen wollen und eventuell eine Brücke zu dir, mittels Englisch, aufbauen möchten. Und ich finde das total verständlich. Ich rede auch gern in anderen Sprachen und versuche, gute Beziehungen mittels anderen Sprachen aufzubauen. Ähm, Zur zweiten Gruppe gehören eher ähm, Leute, die glauben, dass du nicht in der Lage seist, das Gespräch auf ihre Sprache zu führen. Und manchmal haben sie recht, unsere Sprachkenntnisse reichen nicht aus, aber oft stimmt das nicht. Okay? Vielleicht es gibt auch Leute, die deine Sprachkenntnisse unterschätzen. Und die dritte Gruppe und meiner Meinung nach die meist problematische Gruppe sind diejenigen, die nicht verstehen, dass du ihre Sprache sprechen möchtest und nicht verstehen, warum du ihre Sprache sprechen möchtest. Und zu dieser Gruppe gehören Leute, die Sprachen eigentlich auf zum Mittel zur Übertragung von Informationen reduzieren und sie nicht verstehen, dass die Beziehung, also zwischen beiden Menschen, oder dass die Sprache, die benutzt wird, für das Verhältnis zwischen zwei Menschen kennzeichnend ist.
also man könnte sich fragen, na ja, was macht es aus? Egal welche Sprache benutzt wird, ist die Botschaft dasselbe. Aber auch wenn die übertragenen Informationen identisch sind, ganz unabhängig von Sprachen, die Sprache, die verwendet wird, damit also wird auch also eine Botschaft übermittelt. Wenn man Englisch benutzt als Sprache, also ist das so, dass die dazugehörige Botschaft, also du bist hier fremd, du bist nicht einer von uns. Und daher wird das Fremdsein der anderen irgendwie betont. Und manchmal, also Fragen, äh, ich wurde gefragt, ja, warum freust du dich nicht? Also wenn Leute also dich auf Englisch also ansprechen. Und meine Antwort lautet manchmal schon, wenn sie in der ersten Gruppe sind, also weil die Englisch sprechen, weil sie großes Interesse an Englisch haben. Wenn Sie in der zweiten Gruppe sind, oh, Sie sprechen Englisch, weil also Sie glauben, meine Sprachkenntnisse seien nicht ausreichend. Okay, ähm, das dann freue ich mich weniger. Also besonders, wenn ich schon weiß, dass ich schon also mit der Sprache umgehen kann. Im dritten Fall, also wenn Sie zur dritten Gruppe gehören, die nicht verstehen, warum ich Englisch sprechen möchte, dann das zeigt das auch nicht, dass Sie dann eigentlich zeigt das, dass Sie mich als Fremde beschauen. Und jemand kann zu alle drei Gruppen gehören. Ich habe Leute getroffen, die gerne mit mir Englisch sprechen, aber gleichzeitig nicht glauben, dass ich in der Lage bin, also ihre Sprache zu sprechen und auch nicht verstehen, warum ich ihre Sprache sprechen möchte. Auch Englisch, wie gesagt, ist nicht wie andere Sprachen. Ich vermute, dass die meisten Leute Englisch gelernt haben, nicht weil sie so viel Enthusiasmus für englischsprachige Kulturen haben, sondern weil sie also es als also notwendig sehen, einfach um Informationen übertragen zu können und um übertragene Informationen zu verstehen. Auch wird es manchmal, also zum Beispiel in der Schule, so auferlegt, dass alle Englisch lernen. Also kurz gefasst, die Tatsache, dass man Englisch spricht, ist an sich nicht unbedingt ein Zeichen, dass diese also Person äh, also von der englischsprachigen Kulturen begeistert ist. Und außerdem habe ich viele Leute getroffen, die eigentlich sehr gut mit der englischen Sprache umgehen können, aber wenig Interesse an englischsprachigen Kulturen haben und sehr begrenzte Kenntnisse also von diesen Kulturen haben. Denn sie haben also die Sprache offensichtlich nicht gelernt, um Brücken mit den Muttersprachlern zu bauen, sondern nur zwecksmäßig, also um Informationen zu übertragen. Okay, naja, sollte man reagieren, wenn man ungefragt eine Antwort auf Englisch also bekommt? Ich habe früher Fehler gemacht. Die erste Fehler war, ich war entmutigt und habe gedacht, oh, die machen das nur, weil meine Sprachkenntnisse, meine Sprachfertigkeiten
Sprachfertigkeiten zu schwach sind. Aber das ist nicht unbedingt der Fall. Und dann, als ich wusste, dass meine Sprachkenntnisse ausreichend seien, würde ich einen anderen Fehler machen. Ich würde irritiert werden. Also natürlich, ich blieb höflich, aber ich habe mir gedacht, oh, warum denken diese Einheimische, dass ich zu blöd sind, so ihre Sprache zu sprechen, nur weil ich Ausländer bin? Ähm, Der Fehler bestand darin, dass ich vielleicht nicht deutlich gemacht habe, warum ich mich auf ihre Sprache unterhalten wollte. Und auch habe ich auch nicht keinen Versuch gemacht zu verstehen, warum sie auf Englisch reagierten, weil sie es wollten oder weil sie dachten, meine Sprachkenntnisse seien zu schwach oder weil sie dachten, also sie konnten nicht verstehen, warum ich mich nicht auf Englisch so unterhalten wollte. Auch waren meine Reaktionen etwas übertrieben, meine innerliche Reaktionen etwas übertrieben. Denn letztendlich lerne ich eine Sprache, um für diejenigen, die doch in dieser Sprache mit mir reden möchten. Ich lerne nicht die Sprache für die Minderheit, die auf Englisch reagiert, sondern für die Mehrheit, die doch in diese Sprache antwortet. Und daher eigentlich sind diejenigen, die auf Englisch ungefragt wechseln, eher unwichtig. Und wohl nicht als Menschen, sondern die sind kein Grund, um sich aufzuregen. Und leider habe ich mich früher manchmal sehr aufgeregt deswegen. Also wie reagiert man? Praktische Hinweise. Ähm, für mich hängt es davon ab, was für eine Situation das ist. Äh, Wenn ich der Kunde bin und dann meiner Meinung nach gehört es zur guten Bedienung, um ähm, den Kunde zu bedienen in der Sprache, die der Kunde sprechen will. Nicht die Sprache, die so einfach äh, ähm, äh, der andere, also zum Beispiel, wenn jemand, wenn ich in einem Restaurant bin und ein also oder ein Kellner ungefragt auf Englisch wechselt, oder wenn ich in einem Geschäft bin und etwas kaufen will und der Verkäufer auf Englisch reagiert, dann sage ich einfach höflich, würden Sie bitte wenn ich in Deutschland zum Beispiel bin, dann sage ich ganz offensichtlich, würden Sie Deutsch sprechen, bitte? Und bisher hat es immer funktioniert. Wenn jemand nicht in der Sprache reagiert und mit Englisch bleibt sprechen, dann sage ich, also wissen Sie, ähm, wenn es kostet Ihnen nichts, ähm, in Ihre Sprache zu reagieren. Also wenn Sie mich nicht in Ihrer Sprache bedienen möchten, dann finde ich einen anderen Geschäft oder ein anderes Restaurant, wo ich schon eine Bedienung in der Landessprache bekommen kann. Ich bin nicht verpflichtet, eine Bedienung auf Englisch zu akzeptieren, nur weil ich Ausländer bin. Na, man könnte Antwort entgegnen, na, ist es nicht Ihre Aufgabe, dir eine Gelegenheit zu geben, um deine Sprachkenntnisse zu üben. Und Sie haben da recht, aber ebenfalls, ich zahle nicht, damit also die Mitarbeiter von einem Unternehmen ihre Englisch mit mir üben dürfen. Wenn es
jemand ist, also wenn ich nicht der Kunde bin, wenn es einfach ein Gespräch zwischen zwei Menschen ist, dann würde ich sagen, ähm, okay, look, ich sehe, dass Sie auf Englisch reagieren. Ähm, ich rede äh, in Ihrer Sprache nicht, weil ich an Ihren Sprachkenntnissen zweifle, gar nicht, sondern weil ich großes Interesse in Ihren Kultur habe. Und dann, ich möchte mich bei Ihnen zu Hause fühlen und ich möchte mich so in diese Kultur einleben. Und Sie können das sehr gut verstehen. Also dank der Tatsache, dass Sie Englisch sprechen, fühlen Sie eher zu Hause in englischsprachigen Ländern. Und ich möchte das Gleiche also erleben in Ihrer Kultur. Na, wenn Sie Englisch mit mir sprechen möchten, das verstehe ich vollkommen. Und ich bin bereit, auch mich mit Ihnen auf Englisch zu unterhalten. Aber es würde mich freuen, wenn Sie auch, sich auch mit mir in Ihrer Sprache unterhalten können. Gut, das hat ziemlich lange gedauert, aber ich hoffe, dass es irgendwie behilflich ist. Und viel Spaß beim Sprachenlernen und lässt euch nicht entmutigen, wenn jemand auf Englisch reagiert. Und ja, viel Spaß. Tschüss, ciao.